In diesem Video werden wir in die Welt der NFTs eintauchen. Ich werde dir erklären, was NFTs sind, wofür werden eigentlich NFTs genutzt und warum werden diese für teilweise Millionen von Dollar gehandelt. Ich werde dir Schritt für Schritt aufzeigen, wie du NFTs aufsetzen kannst. Wir nehmen dazu OpenSea.io, wie du das Ganze quasi hochladen kannst und das Ganze für kostenfrei, also ohne Gasgebühren. Und ich werde zum Schluss ein Selbstexperiment wagen und werde mir selber 3 NFT-Kollektionen erstellen und diese zur Auktion freigeben. Und nach einem Monat werden wir schauen, was daraus geworden sind. Let's do this! Was sind eigentlich NFTs? NFT bedeutet Non-Fungible Token und ganz vereinfacht und plakativ kann man sagen, dass NFTs digitale Güter sind, die durch die Einspeisung in die unterschiedlichen Blockchains quasi sein und ihren Echtheitszertifikat bekommt und somit auch fälschungssicher ist und demzufolge auch einzigartig und in seinen Wert unterschiedlich ist. Das bedeutet mal ganz plakativ ausgedrückt, wenn ich ein NFT habe, in derselben Kollektion, du auch, bedeutet das nicht, dass du denselben Wert hast wie ich, sondern die Werte sind unterschiedlich, weil einzelne NFTs auch einzigartig sind und unterschiedlich im Asset sein können. Dieser Prozess darf nicht mit Bitcoin verglichen werden, denn Bitcoin hat immer denselben Wert. Wenn du mir 0,1 Bitcoin schickst und ich dir auch 0,1 Bitcoin schicke, haben wir beide 0,1 Bitcoin. Also der Wert ist gleich. In Bezug auf NFT wird auch oft Kryptokunst in Verbindung gebracht. Wir befinden uns aktuell auf der Seite OpenSea.io. Und auf OpenSea gibt es ja, viel von dieser Kunst. Diese digitale Kunst kann weiterhin dupliziert, kopiert und auch verbreitet werden, aber auch NFTs. Die Bildrechte hat man aber dazu nicht. NFT haben nur etwas, das man nicht kopieren kann: das Eigentum am Werk. Künstlerinnen und auch Künstler behalten weiterhin alle Rechte am Werk, wie bei einem Gemälde eben. Genau wie bei Kunst gilt, jeder kann das Poster eines Banksys kaufen, aber besitzen kann man nur einmal das Original. Aber wie schaut eigentlich die Kunst genau dahinter aus? Wir gehen einmal auf 3 Beispiele ein. Und zwar gehen wir auf CryptoPunks. Das ist soweit die trendigste NFT-Szene, die es aktuell auch gibt. Und wir sehen hier, für diese Art von Kunst bezahlt man in diesem Bereich bei 58 Ether. Und wenn wir einmal übergehen zu Bored Ape Yacht Club, und auch für diese Affen zahlt man teilweise Millionen von Dollar, um diese auch zu besitzen. Und man sieht, dass die einzelnen NFTs zwar einer Kollektion angehören, aber sich im Preis hier auch unterscheiden. Und das ist eben der Hauptpunkt von NFT, weil sie einzeln einzigartig sind und ebenfalls auch fälschungssicher. Wenn wir uns jetzt einmal die teuerste Kunst von NFT uns anschauen, dann sehen wir dieses Kunstwerk, was für 69 Millionen Dollar ersteigert wurde. Und das ist natürlich ein hoher Betrag für etwas Digitales. Doch zukünftig könnte ich mir schon vorstellen, dass Kunst auch in der Blockchain weiterleben wird und demzufolge auch sein Wert auch in der Zukunft ebenfalls steigen könnte. Doch wie kann es eigentlich sein, dass NFTs, die zwar digital hergestellt werden und für viele vermeintlich einen einfachen Herstellungsprozess bedient wird, wie kann es sein, dass teilweise diese Bilder für Millionen von Dollar weggehen? Ganz einfach ist das die Nachfrage. Und auch bei NFTs ist aktuell das Angebot zwar sehr, sehr groß und ebenfalls auch die Nachfrage. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig die Nachfrage nach NFTs viel, viel stärker sein wird als heute. Und um dem einmal gerecht zu werden, um diesen Punkt einmal zu überprüfen, will ich dir einmal aufzeigen, wie du Schritt für Schritt deine eigenen NFTs erstellen und auch hochladen kannst und wie das Ganze eigentlich funktioniert und wie du NFTs zur Aktion freigeben kannst, und das für kostenlos, also ohne Gasgebühren durch Ethereum. Um ein NFT zu erstellen, benötigst du zunächst die MetaMask Wallet. Solltest du bereits eine haben, kannst du diesen Schritt gerne auch überspringen. Ansonsten besuchst du unter dem Link, den ich dir unter dem Videos einmal poste, die Homepage von MetaMask. Dort kannst du, je nachdem, was du bevorzugst, entweder die Desktop oder auch die iOS
oder auch Android-Version auch herunterladen. Anschließend klickst du einfach auf die folgenden Schritte. MetaMask wird dich dann noch darüber bitten, ein Passwort zu erstellen und auch zu wählen und einige Daten von dir auch sammeln zu dürfen. Aber die Datensammlung musst du letztlich nicht zustimmen. Dann spuckt die MetaMask noch 24 Worte heraus, sodass das auch deine Seed Phrases sind. Diese musst du unbedingt notieren, denn es gilt auch in dem Crypto Space, not your keys, not your coins. Hast du diese Worte notiert, hast du immer Zugang zu deiner Wallet. Selbst wenn dein Computer mal komplett den Geist aufgeben sollte, kannst du mittels deiner Seed Phrases auch Zugriff auf deine MetaMask bekommen. Mit deiner frisch gebackenen MetaMask Wallet kannst du dich jetzt auf OpenSea anmelden. Dazu klickst du oben rechts auf den Button Create. Danach musst du dich in MetaMask und dein OpenSea verbinden. Das habe ich bereits schon getan und es kann jetzt auch weitergehen. Bevor du nun deine einzelnen Items über Create New Items ablegst, solltest du aber einen Schritt bitte nochmal befolgen. Und zwar siehst du, dass meine aktuelle MetaMask über die Polygon Chain läuft. Denn mittels der Polygon Chain kannst du nämlich kostenfrei Items hochladen und das Ganze auch in die Blockchain einspeisen. Du hast nämlich über die MetaMask die Möglichkeit, über die Ethereum Chain zuzugreifen, über die Polygon Chain, aber auch über die Binance Smart Chain. Und um das Ganze überhaupt kostenfrei zu machen, musst du dann deine MetaMask auf die Polygon Chain eintragen. Dazu werde ich dir eine kleine Einleitung dann unten in den Videobeschreibung auch hinzufügen, damit du das Ganze einfach durchführen kannst. Jetzt ist alles frisch konfiguriert und wir können loslegen. Unter Create New Items erscheint eine grau umrandete Schaltfläche, auf die du klicken kannst, um deine gewünschte Datei hochzuladen. Das kann eine Bilddatei, ein Video, eine Audiodatei oder auch ein 3D-Modell sein, also auch GIF-Dateien. OpenSea unterstützt dabei gängige Formate wie JPEG, PNG, MP3, MP4 und viele andere. Einzige Beschränkung ist, dass dein NFT nicht größer als 100 Megabyte sein darf, ansonsten wird es nicht funktionieren. Dann gibst du dein NFT noch einen Namen und kannst noch gewisse Eigenschaften wie Alter, Größe, Skill-Level und auch andere auch hinzufügen, also deine Fantasien sind hier keine Grenzen gesetzt. Unter der Schaltfläche Unlockable Content kannst du deinem NFT außerdem Features hinzufügen, die später nur für den Besitzer deines NFTs sichtbar ist. Jetzt bleibt auch nur die Möglichkeit, deiner Blockchain auch auszuwählen. Du kannst über die Ethereum-Chain deine NFTs einspeisen oder auch über die Polygon-Chain, damit das Ganze eben auch ohne Gebühr durchgeführt wird. Jetzt weißt du, wie du einen NFT über OpenSea in die einzelnen Blockchain einspeisen kannst. Doch wie sieht das Ganze eigentlich aus, wenn du selber NFTs erstellt hast? Und ich habe mir dazu gestern 3 NFTs erstellt und diese werde ich via OpenSea in die Polygon Blockchain einspeisen und das Ganze kostenfrei zur Auktion freigeben. Gestern Abend habe ich einige Stunden damit verbracht, 3 NFTs zu erstellen und ich habe mich von dieser Homepage inspirieren lassen. Das ist nämlich die $1 Million Homepage. Und rausgekommen ist letztlich auch die $1 Million Card. Und so sieht das Ganze nämlich aus. Das ist die $1 Million Card, First Million. Und das ist mein zweiter NFT und letztlich auch mein dritter NFT. Ich habe, wie gesagt, meine Fantasie freien Lauf gelassen, habe mich diesbezüglich aus Zeichentrick so ein bisschen auch inspirieren lassen und letztlich auch die Millionenfrage eben auch gestellt, dass das deine erste Million ist und demzufolge hoffe ich natürlich auch, dass diese Karte für teuer Geld eben auch versteigert wird. Wie machen wir das Ganze? Wir befinden uns jetzt über Create New Item und ich ziehe einmal mein NFT soweit rein, gebe den auch einen Namen. Wir werden die Karte einmal Million Dollar Card nennen, haben die Möglichkeit hier auch nochmal eine Description auch einzutragen, also eine Beschreibung und da sage ich einfach mal Your First Million. Und das sollte erstmal soweit ausreichen. Ich möchte jetzt keine Features hinzufügen. Das Ganze wird über die Polygon Chain auch laufen und wir klicken auf Create und das dauert einige Sekunden, bis das Ganze mit der MetaMask auch verknüpft wird und herzlichen Glückwunsch, meine NFTs sind online geschaltet. Diesen Vorgang werde ich einmal durchführen.
Nun sind unsere NFTs auch jetzt eingespeist in die Blockchain und wir werden jetzt damit beginnen, die einzelnen NFTs auch zu verkaufen. Wir haben die Möglichkeit, unsere NFTs selber auch zu editieren, also die Description nochmal einzutragen, die Beschreibung nochmal neu hinzuzufügen, aber wir entscheiden uns hier für den Verkauf. Ich möchte, dass mein NFT einen Wert von 0,5 Ether haben soll und wie lange das Ganze läuft, machen wir als einen Monat. Und das Ganze wäre dann der 28. Januar, wo eben unsere Auktion um 15:23 Uhr auch endet. Haben das Ganze, wir werden das Ganze nochmal bestätigen und in diesem Fall hat das Ganze auch schon geklappt. Ich habe diesen Schritt schon einmal durchgeführt, dann wirst du eben gefragt, dass eine Transaktion durchgeführt werden soll. Also dann musst du auf Unterschreiben klicken. Über die Polygon Chain ist das Ganze für dich kostenfrei und dann hast du auch eine Rückmeldung, dass die Transaktion durchgeführt worden ist und demzufolge auch dein NFT zum Verkauf steht. Und das gleiche führen wir jetzt bei den anderen beiden NFTs einmal aus. Und dann warten wir diesbezüglich einmal ab, wie lange es dauert, bis die NFTs hier weg sind. So, Complete Listing. So, dein NFT ist gelistet und diesen Vorgang führen wir einmal für alle anderen beiden NFTs einmal aus. Und diesbezüglich ist das Ganze jetzt auf den Marktplatz auch freigegeben. Wir werden das Ganze jetzt für die anderen beiden auch nochmal durchführen, damit das Ganze eben auch funktioniert und auch klappt. Wir gehen auf Verkaufen. Wir entscheiden uns das Ganze für 0,5 Ether bis zum 28. Januar und Complete Listing. Und wir werden die Transaktion signieren, klicken auf Unterschreiben. Und dann wird das Ganze auch angesteuert und dieser NFT ist ebenfalls auf dem Marktplatz gelistet. So, insgesamt haben wir jetzt 3 NFTs erstellt und das Ganze auch über OpenSea in die Polygon Chain eingespeist und wir werden jetzt mittels unsere Gebote abwarten, wie sich das Ganze verhält, ob wir hier ein Gebot von über 0,5 Ether bekommen, beziehungsweise überhaupt ein Gebot bekommen. Man müsste natürlich hier schauen, wie sich das Ganze auch entwickelt und ich bin selber sehr, sehr gespannt, wie das Ganze auch ausgehen wird. Also in diesem Video habe ich dir aufgezeigt, wie du mittels OpenSea.io deine NFTs in die einzelnen Blockchains einspeisen kannst und wir haben genau 3 NFTs zur Auktion freigegeben und ich persönlich bin gespannt, was am 28. Januar passieren wird, ob die NFTs, so wie sie sind, verkauft werden oder auch nicht. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, hinterlass mir gerne ein Abo, denn ich werde natürlich dich auf dem Laufenden halten. Ansonsten spreche ich auf meinem YouTube-Kanal viel über SafeMoon, andere Kryptowährungen, Ethereum. Würde mich sehr freuen, wenn du mittels eines Abonnements dich bei uns in der Community verewigen kannst. Ansonsten danke ich dir recht herzlich, dein Hugo von der Kryptosphäre.